Herzlich willkommen. Sehr, sehr wunderschön, dass genau du jetzt hierher gekommen bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Es ist so unvorstellbar entscheidend, dass wir uns wieder erinnern, warum wir hergekommen sind, wer wir eigentlich sind, was wir hier machen auf der Erde, wofür wir da sind, wofür wir brennen, was unsere Aufgabe ist. Weil hier kommt unsere gesamte Lebensenergie in uns hinein und schmeißt damit genau das Außen, was uns limitiert hält, raus. Das, was wir Realität sehen, als Realität ansehen, das, was wir auch bei anderen sehen, ist das Bewusstsein, was wir haben. Und je niedriger unser Bewusstsein ist, also je mehr wir vergessen haben, wer wir sind, umso mehr leben wir in der Angst, im Gegeneinander, in der Separierung, im Traumata, im Drama, in den Schwierigkeiten. Aber das findet alles in der Vorstellung statt, im Verstand, der die Dinge durch seine Erinnerungsvermögen in einer bestimmten Form wahrnimmt. Aber das ist eine Reflexion, nicht die Realität. Die Realität ist Source Consciousness, ist die Quelle, das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein, die Einheit. Da gibt es so viele verschiedene Namen für. Es ist die Energie, die alles hervorgebracht hat und die in allem lebt. Es ist die Lebensenergie. Es ist pure Liebe. Es ist alles eins. Es ist alles, alles und nichts in einem. Es ist Anfang und Ende in einem. Es ist unsterbliche Energie und das ist jeder Einzelne. Das ist das, was dein Zentrum ausmacht, was es immer schon ausgemacht hat. Und diese Dinge, die wir hier auf der Erde wahrnehmen, das sind diese ganzen Dinge, da sind wir einfach, wir kommen nicht daher, wenn wir geboren werden, aber wir werden dort in diese ganze Geschichte hineingeführt, dadurch, dass wir hier auf der Erde leben und die ganzen Dinge und Erfahrungen machen, die wir hier erfahren. Und je mehr wir sozusagen quasi in diesem Bewusstsein, was hier auf der Erde herrscht, sozusagen manipuliert werden, umso mehr kommen wir genau dadurch in ein Denken hinein, was uns scheinbar ganz viele furchtbare Dinge erfahren lässt. Das heißt, das findet in einem Austausch und Spiel alles in einem Bubble, den wir Verstand nennen, statt. Wenn wir dort austreten, unterhalb sage ich so gerne, wenn wir uns selbst in unserem eigenen Körper viel tiefer verankern, zum Beispiel durch Atmung, durch tiefe Atmung, Bauchatmung und innerlich in die Ruhe bringen und ganz tief uns verankern, unterhalb vom Verstand. Denn in der Meditation sind wir in der Lage,
in das einzutauchen, was wir eigentlich sind, diese Einheit, dieses göttliche Bewusstsein. Und wir treten sofort in einen grenzenlosen Frieden, in grenzenlose Sicherheit, in grenzenlose Geborgenheit, in grenzenlose Liebe und in grenzenloses Miteinander ein. Das heißt, das ist direkt sogar im eigenen Körper erfahrbar. Je nachdem, wo wir sind. In der Regel sind wir in unserer Gesellschaft sehr kurzatmig, hochatmig und sehr im Verstand. Und du weißt ja, wie der Verstand funktioniert. Zack, 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 hat er dir schon wieder erzählt. Schau da, wie der aussieht. Und nein, das kann es ja nicht sein. Und der ist ja doof. Und du bist doof. Nein, du sowieso. Und all diese ganzen Geschichten. Ungefragt quatscht da hinein und spielt eine ganze Geschichte. Der kann dir ja ganze Dramen erzählen, was alles passiert und alles kommt und was alles Schlimmes gewesen ist und so weiter. All diese Dinge finden alle ausschließlich im Verstand statt. Und sind damit schon in dem Moment, wo wir im Verstand leben, fühlen wir das sehr stark als eine Realität. Aber eigentlich ist das keine Wirklichkeit, sondern eine Blase, in der sich alles abspielt. Du könntest auch sagen, das ist ein Schuhkarton. Wir als Kinder zum Beispiel hatten Schuhkartons mit einem Loch und da hatten wir ganze Landschaften reingebaut und dann guckte man durch dieses Loch da rein und spielte dann so innerlich vor sich hin, wie man da in dieser Landschaft herumkrabbelt. Und so ähnlich ist das auch mit unserem Verstand. Das heißt, all deine Schwierigkeiten, all deine Sorgen, die finden trotz allem ausschließlich in diesem Bubble statt, den wir Verstand nennen. Und da sind sie auch. Das heißt, immer wenn wir den loslassen, durch Loslassen, durch Ruhe, durch in die Natur gehen, zum Beispiel, wo wir aufhören herumzudenken und so, dass der Verstand uns so durch die Gegend heizt und wenn wir wieder tief anfangen durchzuatmen, wenn wir an einen Fluss kommen, wenn wir da alle unsere Sorgen hineinspülen lassen mit dem Wasser, was wegfließt, wegziehen lassen, überall da, wo wir das loslassen, dieses Geplappere oder durchziehen lassen, nicht mehr einhaken oder auf die Dinge nicht mehr eingehen, die der Verstand uns erzählt, ja. Je mehr wir uns sozusagen quasi von dieser Blase distanzieren können, je mehr wir Abstand dazu bekommen, je mehr wir das von außen beobachten können, aha, wie das alles so funktioniert, aha, was fällt denn, was ihm jetzt wieder einfällt, dem Verstand, je mehr kommen wir in den inneren Frieden, in die Ruhe zurück und in Perfektion, in Schönheit, in Vollkommenheit, hier direkt im Körper. Ja, wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir uns in die Tiefe bewegen können, weg vom Verstand, an den Ort, den wir am liebsten mögen, zum Beispiel in die Energie, die wir am liebsten mögen, und wir fangen an, in uns diese Energie zu erzeugen, ja, und wir leben da drinnen, dann beruhigen wir unser gesamtes System. Wir kommen wieder ganz von alleine in die Freude, in die Entspannung, in die Leichtigkeit, in die Dankbarkeit. Das passiert ganz von alleine. Das heißt, im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, sich im Alltag mehr und mehr zu erlauben oder zu registrieren, nicht von seinem eigenen Verstand gerannt zu werden, sondern selber in die eigene Ruhe, in den eigenen Frieden, in sich selbst zu sinken und dort sich zu verankern. Das heißt, die Lösung aller Probleme liegt gleich in dir, nämlich da rauszusinken und in deine Ruhe zu kommen. Und du erschaffst eine ganz neue Energie, die aus dir ausstrahlt. Und diese Energie
kann dir eine ganz neue Realität erschaffen, vor allem je mehr du da drinnen bist. Das heißt, je schlimmer und je schwieriger es wird, umso mehr will eigentlich die Situation dich aufwecken, dass du ja entscheiden kannst, da mitzumachen und dich in dieser Dramatik noch kurzatmiger und noch mehr schlimmer und noch unglaublicher und noch mehr geheizt von deinem Verstand, was alles nicht geht und nicht funktioniert und so weiter. Ja, für dein inneres Wesen existiert überhaupt gar keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ja, also dein inneres Wesen macht sich überhaupt gar keine Gedanken über deine Zukunft und deine Vergangenheit, weil es ist in der Vollkommenheit im Jetzt anwesend. Je mehr das so um dich herum ist, umso mehr fragt es dich, jetzt endlich den Schritt zu machen und zu erkennen, hey, ich werde von meinem eigenen Verstand gerannt. Der macht das mit mir, wie ein ungezogener Hund. Also, ja, restlos ungefragt heizt er dich durch die Gegend, ja? Und wenn ich da nicht erziehe und wenn ich da nicht sage, stopp, danke und da gehe ich nicht mit und so weiter und ich gehe jetzt in meine Ruhe und dahin, wo ich wirklich hin will, dann macht er mit dir, was er will. Und du endest irgendwann an dem Punkt, wo du dir das Leben nimmst. Zum Beispiel oder in tiefer Depression und so weiter. Das ist aber nichts anderes als ein ungezogener Verstand. Und in dem Moment, wo du das registrierst und anfängst, das zu separieren und zu sehen, der macht ja einen Haufen Zirkus, ja. Der macht ja eine Menge, da muss ich aber nicht mitgehen. Ich muss mit gar nichts mitgehen. Verstehst du? Wenn der dir erzählt, irgendwelche Dramen, die passieren, das kann er dir ja erzählen. Aber erst, wenn du mitgehst, fängst du an, das zu realisieren, wenn du sagst, ja, ja, und lässt es durchziehen wie eine Wolke. Und du gehst nicht mit, sondern anstattdessen in deine Ruhe. Ja, da kann er gar nichts machen. Natürlich wird er probieren, auf allen Ebenen dich sozusagen wieder aus deiner Ruhe zu holen. Aber der Punkt ist, damit hast du in dir die Möglichkeit, diese Matrix der Schwierigkeiten in dir zu verlassen. Die neue Erde, die neue Zeit, das neue Bewusstsein ist der Weg raus aus der Geführtheit vom Verstand zurück in die Geführtheit deines inneren Wesens, was durch dein Herz hindurchspricht. In dir geht es darum, die Ruhe zu finden, zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen und die Dinge genau umzudrehen in die Richtung, wie du haben willst. Der Verstand redet dir in der Regel die Dinge ein, die du vielleicht gerade nicht haben möchtest. Es ist ein kleiner Teil von dir sozusagen inkarniert. Und er macht diese Erfahrung mit diesem Körper, mit diesem Verstand, mit diesen Schwierigkeiten. Der Hauptanteil von dir ist und ruht in der Vollkommenheit, in der Ruhe und in Frieden. Und es geht darum, von dir aus zurück zu dich zu verbinden, zurückzuerinnern, wieder das aufzusuchen, wo deine Ruhe, dein Frieden, deine Sicherheit, deine Freude, deine Begeisterung und deine Liebe zu Hause ist. Wo sie ist, in dir. In jedem Moment hast du die Möglichkeit zu wählen. Entweder mit dem Traumata, den Dramen und den Schwierigkeiten mitzugehen oder dich davon zu separieren, zu distanzieren und in deine innere Ruhe zu gehen und diese zu finden und zu stärken. Das, was du willst, was dich begeistert,
zu stärken und den Weg deiner Freude, deiner Begeisterung in dir zu wählen. Ich meine, es gibt alles in jedem Moment, was du wählen kannst. Von großer Katastrophe und schwerster Depression bis hin zur unglaublichen Liebe und Einheit und totalen Frieden und Stille. Alles ist hier und jetzt in dir anwesend. Egal, wenn dein Verstand jetzt sagt, nee, das ist bei mir aber nicht der Fall. Ja, dann siehst du das gerade noch nicht. Aber es ist trotzdem anwesend. Und in dem Moment, wo wir schon alleine die Intention setzen, wir wollen uns, dass wir uns wieder mit dem in uns verbinden, was Vollkommenheit ist, was Bewusstsein, unbegrenztes Bewusstsein ist, was Stille ist. Ja, wenn wir das entscheiden, dass wir uns damit verbinden wollen, dann setzen wir die Weichen, um dorthin zu kommen. Genauso könntest du es anders sagen, wir können uns identifizieren mit den Dramen, mit unserem Verstand und wirklich eine sehr, sehr schwierige Realität erleben. Wir können uns aber auch mit unserer Unsterblichkeit, mit unserem vollkommenen Wesen, mit dem Frieden in uns identifizieren. Und auf einmal sind wir in einer völlig neuen Realität. Das gesamte Spektrum ist hier und jetzt für dich frei zur Verfügung. Wähle und gehe, folge und vertraue dir. Deine Entscheidung in jedem einzelnen Moment erschafft deine Realität. Es gibt nichts abzugeben, da du alles bist. In dem Moment, wo du erkannt hast, dass genau ein einziger inkarniert ist, hast du das Spiel Leben durchschaut. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du deinen Daumen hoch mir anknipst und wenn du mir in den Kommentaren schreibst, was das mit dir macht, was ich hier gesagt habe. Und ich freue mich sehr, wenn du das Video an jemanden weiterschickst, wo du spürst, das ist genau die Frequenz und die Nachricht, die diese Person jetzt hören muss. Wir und unsere Entscheidungen sind entscheidend. Ich kenne dein vollkommenes Wesen. Ich liebe dein vollkommenes Wesen und ich bin 1:1 verbunden mit deinem vollkommenen Wesen. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal.